Also hallo zusammen. Hallo liebe Köche, hallo aus Paris. Willkommen bei The Mindful Kitchen, einer Serie, die von World Chefs und unseren 3 Experten Enrico Portofino, Sean Lohnert und Shauna Chalmers im Rahmen des Food Choice for Life Projekts zusammengestellt wird, unserer neuesten EU-Initiative in Partnerschaft mit ILFIC und Unitus. Wir befinden uns heute in der zweiten Phase dieses Zyklus, die als Schadensreduktion durch Operation bezeichnet wird. Gemeinsam mit Chef Sean Lohnert werden wir erkunden, wie man die Denkweise des schwarzen Trüffels anpasst. Womit sollte man anfangen? Ich weiß es noch nicht. Deshalb freue ich mich darauf, zu lernen, wie man seine Küche in einen Zero-Waste-Betrieb verwandelt. Die Null Waste, das ist ein Begriff, den alle Köche immer mehr lieben und wie wir das erreichen können. Indem wir die Gesamtnutzung der Zutaten meistern, Verluste bei der Zubereitung verfolgen und dann kreative, versteckte Nachhaltigkeitsstrategien auf der Speisekarte einsetzen. Sean ist also Experte auf diesem Gebiet. Er hat eine sehr schöne Präsentation zusammengestellt. Es gibt viel zu besprechen, aber zuerst möchte ich Sean grüßen. Hallo. Hallo, wie geht's dir, Allah? Uns geht's großartig. Wie geht's dir? Fantastisch. Voller Energie, startklar. Können Sie mir ein wenig sagen, was unsere Köche heute von uns erwarten können? Und vielleicht auch euren besonderen Gast Alexander Paps vorstellen? Ja, genau. Ich denke, heute ist es wichtig, dass wir teilen. Wir arbeiten zusammen, wir diskutieren. Wir helft einander, unterstützt euch. Wir entscheiden einfach die Schritte nach vorne, als Antragsteller machen müssen. Durch einige der Informationen, die wir sehen werden. Einige der Informationen könnten Dinge sein, ob wir es haben. Ich habe gehört, es ist schon fertig, also könnte es neu sein. Aber wisse, dass es wichtig ist, dass wir alle hilf und arbeite zusammen. Helfen Sie einander, zusammenzuarbeiten, um sich schrittweise zu entwickeln. Diese Denkweise, diese Küchenmentalität der Entwicklung. Strategien, um einen Teil des Lebensmittelverschwendungs, den wir haben, zu bekämpfen. Erstaunlich. Alexander, möchtest du vorstellen, warum du gerade diesen Gast ausgewählt hast? Hallo von meiner Seite. Ich weiß, und vielen Dank John, dass du dich zu diesem Webinar gebracht hast. Wir treffen uns vor 3 bis 4 Jahren bei einem lebensmittelsicheren Projekt hier in der Schweiz, in Luzern. Und seitdem kennen wir uns und helfen uns gegenseitig. Wenn er also Hilfe von meiner Seite braucht, bin ich immer da, auch in meinen Ferien. Ja, freuen wir uns auf dieses Webinar. Perfekt. Okay. Bevor ich gehe, möchte ich zuerst ein bisschen unsere Köche informieren, dem Laufenden halten, Stand bringen. Erstens sehe ich den Chat und wie üblich sind es viele Länder. Wir sagen, sie grüßen uns aus Georgien, Mauritius, Libanon, Königreich Saudi-Arabien. Ich sehe hier Italien, Jordanien, die Türkei, viele andere Länder. Das ist also schön. Wunderschön. Falls du Fragen hast, etwas, das mit deinem Land zu tun hat, oder einen Kommentar, bitte setze es in die Frage- und Antwortrunde am Ende dieses Gesprächs. Im Webinar werden wir eine Diskussion mit Alexander und Sean führen, um all ihre Fragen zu beantworten. Was ich ausdrücken möchte, ist das. Für den Zyklus der Webinare haben wir außerdem eine Key-gestützte Live-Übersetzung in 60 Sprachen eingeführt. Also, liebe Köche, im Chat poste ich den Link, mit dem ihr von der Übersetzung profitieren könnt. Du brauchst Zoom vom Desktop aus, aber wenn du es hast, klicke einfach auf den Link und du kannst das Webinar in 60 verschiedene Sprachen übersetzen. Ich empfehle immer Englisch. Falls du diese Sprache verstehst, ist es besser, sie auf Englisch zu hören. Aber wenn ein Fall nötig ist, ist das Werkzeug da, du kannst es nutzen. Ich werde am Ende der Diskussion mitmachen und den Rest der Zeit werde ich dieses Webinar auch genießen. Also schon, das Wort ist ganz für dich. Okay. Vielen Dank, Isla. Und heiße alle herzlich willkommen. Alle zu. Nun ja, willkommen zurück zu Food Choices for Life, dem zweiten der 3 Webinare der Reihe. Kenne Köche. Übrigens Köche. Habe den Chat gesehen, in dem wir bereits schreiben, wo du herkommst. Aber Köche und Kochmeister auf der ganzen Welt, bitte macht uns im Gespräch einen Höhepunkt. Sei nicht schüchtern. Sag uns, wo du bist. Seid, wo ihr steht. Ich sehe bereits, wie wir die Welt in diesem Projekt einen, weil ich so viele Länder im Chat sehe. Und alle Hallo sagen. Das zu wiederholen, was Ayla erwähnt hat. Bitte fügen Sie Ihre Fragen hinzu und wir werden am Ende des Webinars so viele wie möglich darauf zurückkommen. Möglich. Das werden ich und natürlich Alex sein. Hoffentlich auch, um einige eurer Fragen zu beantworten, falls ihr welche habt.
In unserem ersten Webinar haben wir die wichtigen weiteren Lebensmittelsysteme untersucht. Und das war mit Dr. Enrico Poffido. Und er gab uns eine Grundlage des Verständnisses, wenn es um eine achtsame Küche geht. In seinem speziellen Webinar über die Köche im Lebensmittelsystem, Governance, Verantwortung und Verbraucherentscheidungen. Das war ein wirklich guter Einblick und ein sehr wichtiges Detail von diesem unglaublich wichtigen Thema. Und heute bringen wir dieses Wissen in die Küche. Dem zweiten der 3 Webinare, das den Titel hat: Von West zur Erde mit mir selbst, Sean Leonard. Und du könntest es die Füllung im Sandwich nennen, wenn du möchtest. Der dritte der 3 Musketiere wird Shona Chalmers sein. Nächste Woche am 28. Juli wird sie die Serie abschließen, wenn sie mit uns teilt. In ihrem Webinar mit dem Titel Dem Gast von Einfluss zu Wirkung gegenübertreten. Die letzte Abfolge dieser 3 speziellen Webinare. Also sollte man sie auf keinen Fall verpassen, also meldet euch bitte auch dafür an. Und um meine Einleitung noch ein wenig zu beenden. Alltägliche Köche haben hunderte Chancen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Verbessern Sie die Effizienz. Und wir schaffen Mehrwert aus den Lebensmitteln, die wir kaufen. Einige kleine operative Änderungen können die Kosten wirklich senken. Teams stärken und die Umweltbelastung erheblich verringern. Also wissen, was nicht zu mögen ist, mögen kann. Die heutigen Sitzungen sind eine praktische Handlung. Ich gebe auch einige Beispiele für praktische Handlungen. Das zeigt, wie durchdacht die Menüplanung ist. Ganzes Produkt kochen. Und kreatives Denken kann Abfall verwandeln in eine Gelegenheit. Das Webinar besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil basiert auf: Warum ist die Vorbeugung von Lebensmittelverschwendung so wichtig? Im zweiten Teil schauen wir uns an, was wir als Köche, besorgte Bürger des Planeten Erde, tun können. Und der dritte Teil handelt ein wenig davon, dass Köche Veränderungen anführen. Also werde ich es machen und irgendwann werde ich auch ein paar kleine Videos für euch haben, damit ihr mir nicht die ganze Zeit zuhören könnt. Und natürlich wird Alex uns einige wichtige Fakten darüber geben, wie Lebensmittel für uns alle sicher sind. Während des Webinars 2 werde ich einfach meinen Bildschirm mit euch teilen, dann können wir weitermachen. Okay, wir sollten jetzt meinen Bildschirm sehen können. Also die achtsame Küche. Verringerung der Auswirkungen durch Operationen. Vom Abfall zur Erde. Wie können Köche besser verstehen und integrieren? Und Messgrößen von Lebensmittelabfallsystemen. Also wollen wir es sein. Räum das weg. Heute untersuchen, wie Köche vom Abfall zur Arbeit übergehen können, indem sie verstehen, integrieren und messen. Aktiviere Null-Essensabfallsysteme. Und unser Ziel ist es, praktische Ideen bereitzustellen. Das kann in jeder Küche, überall auf der Welt angewendet werden, denn das ist wichtig und natürlich notwendig für Weltköche und für uns alle, die heute einschalten. Und The Mindful Kitchen dreht sich darum, die Umweltbelastung durch bessere tägliche Abläufe zu verringern. Nachhaltigkeit ist keine zusätzliche Aufgabe. Es ist eine Art, darüber nachzudenken. Zutaten, Ressourcen und Menschen sind etwas anders. Und jede Entscheidung, die wir in der Küche treffen, hat einen Einfluss. Also werden wir uns das ansehen. Einleitung. Festwortthemen. Warum ist dieses Thema wichtig? Was können wir tun? Auch am Ende einiger Kontakte gibt es kaum eine Schlussfolgerung. Von West zur Erde wollen wir auch. Als Köche und als Praktiker haben Calverianer die gesamte Produktnutzung, die ihre Küche beeinträchtigt. Fesselnde Erzählweise. Dies kann Lebensmittelverschwendung in eine Chance verwandeln und viel effizienter werden. Profitable und nachhaltige Küche. Aber warum ist das Lebensmittelverschwendung oder warum Nachhaltigkeit? Die Reduzierung von Lebensmittelabfällen ist heute in unseren Küchen wichtig.
My sweet baby, you mean everything to me. I love you. Can we get strawberries? No, honey. Please. Okay. Die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ist eine der praktischen Möglichkeiten, wie Köche sich verbessern können. Nachhaltige Nachhaltigkeit. Durch intelligentere Planung, Gesamtproduktnutzung, Teamengagement und kreatives Denken. Wir können Abfall reduzieren und gleichzeitig Qualität, Effizienz und Rentabilität verbessern. Und bevor wir über Lösungen sprechen, müssen wir verstehen, warum dieses Thema wichtig ist. Und ich denke, das Leben der Erdbeere ist ein guter Einstieg in diese Diskussion und um das zu erklären. Dass Lebensmittelverschwendung unsere Umwelt, unsere Wirtschaft, unsere Fähigkeit, wachsende Bevölkerungen zu ernähren und die Küche beeinflusst, in der wir einzigartig positioniert sind, positive Veränderungen zu bewirken. Also, was ist das Problem? Nun, Lebensmittelverschwendung ist für den Verlust von fast einem Viertel unserer Wasserversorgung durch nicht gegessenes Essen verantwortlich. Und wenn Lebensmittel auf der Deponie landen, zersetzen sie sich und setzen Methan frei. Ein potentes Treibhausgas mit 21-fachem globalem Erwärmungspotenzial wie Kohlendioxid. Wenn also Lebensmittel verschwendet werden, werfen wir nicht einfach Zutaten weg, sondern Wasser, Energie und Arbeit und Ressourcen und, wie das Video andeutet, Liebe. Und Lebensmittel sind auf der Mülldeponie, die dieses Methan erzeugt und wir müssen nehmen und Abfall machen. Verhindern Sie dieses Element, beziehen Sie sich also auf das lineare Modell und um viele der Probleme zu beseitigen, die wir mit dem haben. Das Methan bindet sich in unsere Umwelt. Der jährliche Wert der weltweit Verschwendung in Lebensmittel wird auf 1 Billion geschätzt. Und das sind 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die jedes Jahr verschwendet werden. Und die fast 1 Milliarde hungrigen Menschen der Welt könnten mit weniger als einem Viertel der in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa verschwendeten Lebensmittel ernährt werden. Deshalb wird ein landwirtschaftliches Gebiet, das größer als China ist, zur Nahrungsmittelproduktion genutzt. Das steht nie geschrieben. Es handelt sich um eine große Menge an Lebensmittelverschwendung, was enorm ist. Etwa 1/3 aller produzierten Lebensmittel wurde verschwendet. Gleichzeitig bleiben Millionen von Menschen in Ernährungsunsicherheit. Dies unterstreicht sowohl Umweltaspekte und eine ethische Herausforderung für uns alle. Eine enorme Menge an landwirtschaftlicher Fläche wird für die Produktion von Lebensmittelabfällen verwendet, die niemals verborgen werden, und es ist wichtig, dass wir das verstehen, indem ich nur ein bisschen mache. Wir können alle viel erreichen. Das ist wichtig, sich zu merken. Ich glaube nicht, dass wir euch das Eigentum geben wollen und das sagen. Es ist unsere Schuld und wir müssen die Einzigen sein. Renderer in diesem Umfeld, aber wir können alle ein bisschen etwas tun. Deshalb wurden 25% der weltweiten Süßwasservorräte auch für den Anbau von Lebensmitteln genutzt, die weltweit nie gegessen werden. Und bis 2050? Die Weltbevölkerung wird voraussichtlich um 2,3 Milliarden Menschen anwachsen. Das erfordert eine weitere Steigerung der globalen Lebensmittelproduktion um 6070%. Oder wir können einfach aufhören, Dinge so oft wegzuwerfen, wie wir es tun, und Nahrung besser nutzen. Ich meine, diese sind es. Fakten von heute und von gestern und bis zu einem gewissen Grad von morgen. Aber wir denken schon, dass 2050 eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt ist. Zu denken, dass weitere 2,3 Milliarden Menschen unserem Planeten beitreten. Es ist ziemlich erschreckend, daran zu denken, wenn wir so weitermachen. Pflanze und produziere und Abfälle in großem Maßstab.
dass wir eine solche Erhöhung brauchen, um diese aktuelle Nachfrage zu decken. Wir schauen uns ein wenig die Wertschöpfungskette der Lebensmittel an. Die Lebensmittelwertschöpfungskette ist der Ort, Nahrungsmittelverluste und Lebensmittelverschwendung im gesamten Lebensmittelsystem, weil Lebensmittelverschwendung nicht nur in den Küchen auftritt. In jeder Produktionsphase treten Verluste auf, von Landwirtschaft, Transport, Einzelhandel, Gastgewerbe bis hin zu den Verbrauchern. Also, wenn wir Landwirtschaft betreiben, und das tun wir auch. Landwirtschaft für Lebensmittel, die verbraucht werden, führt natürlich zu Verlusten während dieser Produktion. Gleichermaßen ist das Sortieren und der Transport vom Feld sowie die Zuweisung zur Qualität möglich. Manchmal gelten Dinge als defekt oder nicht verkaufsfähig. Daher werden sie in einem anderen Bereich der Lebensmittelwertschöpfungskette entsorgt und verschwendet. Beim Transport von Lebensmitteln haben wir einige Transportschäden. Manchmal laufen die Haltbarkeitsetiketten von Lebensmitteln in einigen Einzelhandelsgeschäften ab, bevor verkauft und verzehrt. Natürlich gibt es den Überschuss an Plattenabfall und Produktionsabfällen in den Betrieben, die wir sind, kocht im Raum. Und manchmal werden Dinge bedacht. Nicht zum Verzehr geeignet, da sie als Beispiel Bananen haben, mit zu vielen braunen Flecken. Und es kann etwas überreif sein. Und so zeigt uns die Wertschöpfungskette, dass es unterwegs viel Abfall gibt. Es geht nicht nur darum, was wir noch auf den Tellern haben, Dinge, die veraltet oder überproduziert sind. Also gibt es in jeder Phase dieser Art von Lebensmittelwertschöpfungskette, wie erwähnt, einige Probleme. Wir können nicht alles kontrollieren, aber das können wir natürlich. Sie helfen dabei, einige Einkäufe, Lagerung, Zubereitung, Menügestaltung und individuelles Verhalten zu kontrollieren und zu beeinflussen. Und wie am Anfang des Webinars erwähnt, wir haben ein bisschen davon für das Projekt gemacht, das wir gemeinsam mit einer Firma namens Foodways und dem Kanton Luzern hier in der Schweiz gemacht haben. Und bei der Leitung dieses Projekts war Alexander Papst, und Alex ist heute bei uns. Wie wir vorhin gesehen haben. Alex ist Leiter des Food Service und Mitglied des Executive Board für Food Waste Consulting in der Schweiz.
Und er hat selbst viel Erfahrung aus unserer Branche, bevor er in den Sektor wechselte. Und ich möchte Alex vorstellen und Alex' Meinung hören, nur für ein paar Minuten. Ungefähr. Lebensmittelverschwendung? Warum ist das so? Ein Problem. Warum es wichtig ist, zu verhindern. Und einige Maßnahmen, die wir zum Beispiel gemeinsam mit unserem Projekt ergriffen haben, die wir mit allen teilen können, indem sie sich auch in ihrer eigenen Umgebung adoptieren können. Alex. Hallo, Sean. Nochmals vielen Dank für die Einführung. Und es war großartig, während des Projekts in der Schweiz mit dir zusammen zu sein, zusammen zu sein. Und bisher hatten wir etwa 350 Unternehmen, die wir durch unser lebensmittelsicheres Management betreiben und ihnen helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Langfristig interunternehmerisch, was wirklich schön ist zu sehen. Oder dass wir bei Projekten starten, die etwa 14 Monate dauern, helfen wir diesem Unternehmen, den Lebensmittelverschwendung um bis zu 50% zu reduzieren. Auf sehr lange Sicht. Also wenn das Unternehmen zum Beispiel zweimal mit uns misst und wir dann einfach aus dem Geschäft oder der Firma aussteigen und wir die Firma um 2 Jahre später zu messen, haben sie denselben Lebensmittelabfall pro Kunde. Wir sehen immer, dass es einen enormen Einfluss hat und das auch langfristig. Mich immer, warum es für sie wichtig sei, warum sie an diesem Thema arbeiten, zu diesem Thema Lebensmittelverschwendung, und ich sagte: Als ehemaliger Koch sehe ich viele Möglichkeiten in der Welt. Ich habe als junger Koch in meinen 20 Jahren so viel Essensverschwendung selbst gemacht. Als ich etwa 20 war, in Dubai, Singapur, Peking und überall, habe ich dann angefangen, in der Lieferkette mitzuarbeiten. Weil ich einen kleinen Unfall hatte und nicht mehr als Koch arbeiten konnte. Ich war Produktentwickler. Und dann habe ich viel mehr Lebensmittelverschwendung gesehen, entlang der Lieferkette gesehen. Wie gesagt, ich muss etwas dagegen tun und anfangen, Lebensmittelabfälle zu beraten und ein Messsystem zu entwickeln. Aber warum ist es für Köche so wichtig? Und ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben, weil ich im Urlaub bin. Es nicht immer im Kopf habe, also muss ich mich auch kümmern. 2 Kinder, die mit seiner Mutter im Wohnzimmer sitzen, und wir hatten vor dem Mittagessen nur Abendessen, bevor wir es nie gab. Ich habe momentan eine andere Meinung zum Lebensmittelverschwendung. Anders. Weil es nicht einfach ist, die Kinder zu füttern, oder weil sie im Grunde jeden Teller leeren. Und als Sheriff haben wir das Privileg, mit einer der wertvollsten Ressourcen der Welt zusammenzuarbeiten, und für mich ist das genau das, in gewisser Weise respektieren Essen und jede Zutat. Steht für das Engagement von Landwirten, Produzenten, Lieferanten und unserem eigenen Team in der Küche. Wenn Lebensmittel verschwendet werden, verlieren wir viel mehr als nur Zutaten. Wir verschwenden natürliche Ressourcen, menschliche Anstrengung und Chancen, einen positiven Einfluss zu haben, denn wenn wir vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung. Wir können etwas Gutes tun oder etwas für die Umwelt tun. Wie du im Video gesehen hast, oder wir sind wir. Wir haben viele Ressourcen, die in unserem Essensabfall und jedem Tag liegen. Wir haben die Chance, daraus etwas anderes zu machen, die Entscheidungen, die wir in unseren Küchen treffen, anders zu gestalten. Wir können das Essen, das wir zubereiten, respektieren. Unterstützung. Ein nachhaltigeres und sozial verantwortungsvolleres Lebensmittelsystem inspiriert. Unser Team und unsere Gäste tun dasselbe. In einer Welt, in der der Zugang zu Nahrung nicht als selbstverständlich angesehen werden kann, gehört es auch zu unserer Verantwortung, sie zu nutzen, gegenüber der Gesellschaft. Für mich geht es bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung nicht nur um Nachhaltigkeit. Es geht um Respekt, soziale Verantwortung und darum, die Küche und das Lebensmittelsystem zu verlassen, ein bisschen besser als zuvor. Und ich habe es überall in jedem Unternehmen gesehen, wo wir einige lebensmittelsichere Projekte machen. Dass wir durch Verhaltensänderung einen riesigen Unterschied machen können. Und kann helfen. Das Lebensmittelsystem kann helfen. Können unseren Kunden helfen. Können unseren Kindern helfen, die Welt in gewisser Weise ein bisschen besser zu machen. Ja.
Ich würde es so belassen, Sean. Danke. Vielen Dank, Alex. Nein, das sind wichtige Erkenntnisse. Es ist wertvoller Inhalt. Es ist schön zu hören, dass du so über dein Alltagsleben sprichst. Und das sind die Alltagsleben, die wir alle teilen, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Wir alle haben ähnliche, sagen wir, Herausforderungen, die wir überwinden müssen. Und wir singen alle aus demselben Kirchenblatt. Und ich denke, wir sind alle hier und diskutieren dieses Thema, weil wir die Bedeutung verstehen und Veränderung wollen. Vielen Dank dafür. Und wir kommen am Ende mit Fragen und Antworten auf sie zurück. Also hatten wir einige ziemlich starke Details zu den Problemen. Wir hatten welche. Ziemlich belastend. Kontoauszüge und einige große Zahlen und einige hohe Prozentsätze. Aber es sind nicht nur schlechte Nachrichten. Wir können, wofür wir arbeiten, gut machen. Köche haben die Macht, den Wandel voranzuführen. Das tun wir. Wir sind vertrauenswürdige Fachleute. Und wir können unsere Lieferanten beeinflussen. Wir können unsere Küchenteams beeinflussen. Wir können bis zu einem gewissen Grad auch unsere Gäste beeinflussen. Das gibt uns eine einzigartige Chance, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem zu gestalten, in dem wir arbeiten. Wir nennen diese Art von Köchen als Veränderer, und Köche haben die Macht, Einfluss zu nehmen auf das, was die Leute essen, wie Essen wertgeschätzt wird. Wie werden nachhaltige Lebensmittelsysteme automatisiert entwickelt, um die Entwicklung und Unterstützung zu unterstützen und ausrotten? Einige der Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden von den Vereinten Nationen erstellt. Eines davon ist zum Beispiel ein zirkuläres Lebensmittelsystem. Das zirkuläre Lebensmittelsystem zielt darauf ab, unsere Ressourcen zu erhalten, so lange wie möglich in Gebrauch. Statt Abfall zu erzeugen, finden wir einen Weg, den Wert zurückzugewinnen und Nährstoffe zurück ins System zu bringen. Es gibt also manchmal ein Problem mit der Beschaffung und Produktion durch industrielle Landwirtschaft, die stark auf synthetische Düngemittel und Monokulturen angewiesen ist. Und regenerative Landwirtschaft unter Verwendung vielfältiger Fruchtfolge. Neutrale Düngemittel und integrierte Viehsysteme zum Wiederaufbau des Oberbodens. Es sind auch Bereiche, in denen wir ein Verarbeitungsdesign haben, das Standardisieren einzelner Zutaten, was zu schweren industriellen Nebenprodukten und Abfällen führt. Und wir können ein zirkuläres Design für Lebensmittel- oder Upcycling-Verarbeitung schaffen, Nebenprodukten schaffen, wodurch verbrauchtes Brauereikorn in Mehl umgewandelt wird. Es gibt Probleme mit der Verteilungslogistik, mit Langstreckenlieferketten, hohen Transportemissionen und Verpackungsabfällen. Also haben wir versucht, kurze Versorgungskreisläufe zu schaffen, wobei wir die Bedeutung lokaler regionaler Verteilung, wiederverwendbarer Verpackungssysteme und der Optimierung der Logistik zur Reduzierung von Verderb betonten. Wir haben natürlich ein Problem mit der Konsummasse. Lebensmittelverschwendung für Verbraucher wird durch Starrigkeit verursacht, Einzelhandelsstandards und Haushaltsgewohnheiten. Und wenn wir uns das ansehen, wird es verantwortungsvoller sein, Konsumaufnahmen sein, indem wir auf vielfältige saisonale Diäten umsteigen, der Nutzung von Apps, Netzwerken und Unterstützungstools, um überschüssige Lebensmittel umzuverteilen, bevor sie verderben. Und wir haben auch Ressourcengewinnung. Essensreste und landwirtschaftlichen Abfluss direkt auf Deponien oder Wasserwege zu leiten, ist ein Problem. Wir beschäftigen uns also mit dem Nährstoffkreislauf, also Umwandlung. Unvermeidbare Abfälle in organische Düngemittel durch anaeroben Verdauung oder Kompostierung oder das Schließen dieses Kreislaufs zurück in den Boden. Wir gehen also von einem linearen und einem kreisförmigen Modell aus. Erfordert ein bisschen Beschaffung, Verarbeitung, Logistik, Verbrauch und Ressourcengewinnung. Aber das Ziel ist einfach. Wir müssen nur das Essen im System und aus der Mülldeponie heraushalten. Wir können also auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir verantwortungsbewusste Beschaffung vorantreiben, wie bereits erwähnt, Abfallreduzierung. Nachhaltige Küchenpraktiken werden Ihnen einige Beispiele dafür geben, wie das geht. Beeinflussen Sie das Verhalten der Gäste, indem Sie Werbung machen. Saisonale Zutaten und das Erzählen der Geschichte hinter dem Essen. Warum ist dieses Produkt die Speisekarte? Warum ist das so? Warum ist es ein Sonderangebot? Ein Gericht oder ein Spezialgericht? Bestandteil oder eine spezielle Zutat? Inspirieren und bilden Sie Küchenteams darin, nachhaltige Gewohnheiten und eine Zero-Waste-Denkweise zu übernehmen. Und Innovationen vorantreiben, indem überschüssige Zutaten in wertvolle Speisekarten verwandelt werden. Und natürlich, die Zukunft der Branche zu gestalten, indem wir die nächste Generation umweltbewusster Köche betreuen. Diese 5 Bereiche stellen einige der wichtigsten Wege dar, wie Köche Nachhaltigkeit vorantreiben können.
Mit gutem Beispiel voranzugehen, Gäste zu beeinflussen, Teams auszubilden, Innovation voranzutreiben und zu betreuen. Feature-Profis. Wir versuchen, einige unserer Produkte aus Fisch zu beziehen, zum Beispiel aus MSC-zertifizierten Fischereien. Und wir können das auch klar auf der Speisekarte vermerken. Helfen Sie dabei, nicht nur Ihre Teams, sondern auch Ihre Gäste zu informieren. Aufbau von Beziehungen zu lokalen Landwirten, die saisonale Lebensmittel mit niedrigen CO2-Emissionen verwenden. Einführung strenger Abfallverfolgungssysteme in Küchen, tägliches Wiegen und Protokollieren von Lebensmittelabfällen, mit ganzen Zutaten. Zum Kochen. Von dieser Wurzel bis zum Blatt. Gemüsenutzung und Nasendetailmetzgerei. Das sind keine neuen Konzepte. Das sind Dinge, die wir von unseren Großmüttern lernen. Das sind Dinge, die wir in Kochschulen lernen. Wir machen ein kleines Rebranding, aber das sind Dinge, die wir kennen und können. Wir tun können. Vielleicht machen wir das nicht so oft, wie wir sollten, aber das ist definitiv etwas, das es wert ist, noch einmal angesprochen zu werden. Ich bin auf energieeffiziente Kochgeräte umgestiegen und habe den Wasserverbrauch zur Vorbereitung reduziert. Ebenso werden Menüs gestaltet, die saisonale Gerichte deutlich hervorheben. Du bist heute saisonal. Ausbildungspersonal. Um die Herkunft der Zutaten zu kommunizieren. Diese Zutaten stammen also von einem lokalen Bauernhof, einem speziellen Produzenten oder einer bestimmten Region, und eine Nachhaltigkeitsgeschichte zu erzählen. Dann ist es nur noch der CO2-Fußabdruck von landwirtschaftlichen Partnerschaften. Ersetze Importe außerhalb der Saison durch lokal verfügbare Alternativen. Und erklären, warum es nicht das klassische Gericht ist, das Sie sehen sollen. Wir haben einige Zutaten ersetzt, weil sie einfach nicht in der Saison sind oder zu dieser Jahreszeit in dieser speziellen Umgebung nicht verfügbar sind. Und wir erstellen Testmenüs, die untergenutzte oder vergessene Zutaten oder sogar einige dieser lustigen Dinge zeigen. Geformte, die wir in Supermärkten und Geschäften oder auch von Bauern kaufen. Gäste. Oft vertraut man den Köchen mehr als den Marketingkampagnen. Durch etwas Menüdesign Storytelling können wir Menschen dazu ermutigen, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, ohne sie zu ermutigen oder, naja, tut mir leid, ohne ihren Essensgenuss zu opfern. Und wir erzählen eine kleine Geschichte hinter dem Essen, und wir sagen es nicht explizit. Stell es ins Menü. Dass dieses Gericht speziell nachhaltig ist, sprechen wir hier. Nachhaltigkeit durch Stealth zu arbeiten und sich anziehen. Das saisonale Gericht, welches? Zufall. Zufällig auch eine sehr nachhaltige Wirkung, aber das ist schön. Ein saisonales Gericht auf der Speisekarte steht natürlich. Gut für uns alle. Deshalb inspirieren und bilden wir Küchenteams dazu, auch zu adoptieren. Nachhaltige Gewohnheiten und eine Zero-Waste-Mentalität. Tägliche Briefings mit Ihrem Team, einschließlich Abfallreduktionsziele für die Schicht. Oder eine Cross-Schulung mit einem Team in Fermentations- oder Konservierungs- und Einlegtechniken für eine gewisse Bequemlichkeit. Residuen bei der Nutzung. Interne Wettbewerbe für dein Team durchführen. Für die kreativste Nutzung der Bestecke von allen. Reste. Oder sagen wir Überproduktion. Oder ermutigen Sie Ihr Personal, jede Woche Zero-Waste-Sonderangebote anzubieten. Können wir also einen Kommunisten und einen Koch für die Partys geben? Geben? Jeder wird es auf keinen Fall besonders machen. Wir setzen das auf die Speisekarte und schauen wir uns das an. Wer kreiert zum Beispiel das beliebteste Gericht? Und unsere KPIs in die Leistungsbeurteilungen einzubetten. Wir betrachten also wichtige prozentuale Indikatoren. All das können wir messen, indem wir den gesamten Lebensmittelabfall pro Deckel betrachten. Wir können sehen. Sie können an jedem Tisch sehen. Wir können uns den Prozentsatz von Lebensmittelabfällen aus dem gesamten Lebensmitteleinkauf ansehen. Indem wir uns anschauen, was wir geschnitten haben, unser Gemüse und so weiter. Wir können uns die Verderbungsraten vor der Produktion von Abfällen ansehen. Wir können uns das ansehen. Abfall schneiden, Gemüse vorbereiten und so weiter. Wir können uns unseren Tellerabfall pro Service zu den verschiedenen Mahlzeiten ansehen. Was kommt von den Gästen auf den Tellern zurück? Es gibt also ein paar kleine wichtige Prozentindikatoren, die wir betrachten und messen können, sowie diese Praktiken umsetzen. Und unser Essen in etwas anderes zu verwandeln. Genau dann. Wenn wir nicht immer wieder dasselbe Essen servieren wollen. Niemand will immer wieder dasselbe Essen essen. Aber wir, kreative Menschen, schaffen. Schauen wir uns also mal an. Wie man Brot in Croutons und Brotpuddings verwandeln kann oder sogar unser eigenes Bier mit Fermentationspartnern herstellen kann. Wir können unsere Gemüseschalen und Gemüsereste in Brühe verwandeln. Wir können die Pulver dehydrieren. Wir können es. Trockne sie und brate sie an, um Garnituren für Gerichte zu machen. Die alten Karotten.
der Tomatenschale, die oben knusprig ausgetrocknet war. Ich gebe dir gleich noch ein paar weitere Beispiele. Und so etwas wie einen Wurzelstamm zu erstellen, Menüs auf Basis von Zutaten zu testen, die normalerweise weggeworfen würden, Desserts aus unvollkommenen Früchten entwickeln. Zerbrochene Äpfel in Behälter umwandeln und mit Lieferanten zusammenarbeiten, um Nebenprodukte wie Molkenbrei oder Verbrauchsgetreide für Produkte zu upcyclen. Und es ist wichtig, Sie erwähnt haben, die Zukunft der nächsten Branche zu gestalten, indem man die nächste Generation umweltbewusster Köche betreut. Also vorbei. Führen Sie eine Ausbildung, die sich auf nachhaltige gastronomische Prinzipien in Ihrem Betrieb konzentriert. Ich habe mit Kochschulen über Klima, kluges Kochen und Ethik gesprochen, und integrieren Sie sie auch in Ihren eigenen Betrieb. Erstellung strukturierter Mentoring-Programme, die erfahrene Köche mit jungen Köchen verbinden. Jeder braucht einen Mentor im Leben, oder? Und in diesem Umfeld ist es nicht anders. Unterstützende Wettbewerbe konzentrierten sich auf Nullabfall oder geplantes Kochen. Und die Zusammenarbeit mit globalen Initiativen, Hilfsnetzwerken wie Sustainability Alliance oder World Chefs und Food Choices for Life, um es in Ihren Betrieb zu integrieren, um eine Veränderung herbeizuführen. Deshalb wollte ich Ihnen ein schnelles Beispiel für die bescheidene Karotte geben. Das ist also ein Projekt, das ich mit meinen Schülern an der Schule in der Schweiz an der HMS gemacht habe, und wir haben es mit den Schülern erstellt. Es war eigentlich nicht meine Idee, sondern die Idee der Schüler, dieses Rezept zu kreieren. Aber auch hier war ich der Mentor für die Schüler, Studierenden, und wir wollten ein Zero-Waste-Rezept schaffen, erstellen, das wir mit einem nachhaltigen Produkt und einem nachhaltigen Produkt schaffen wollten, aus dem wir das gesamte Produkt nutzen können. Und natürlich etwas, das viele Menschen essen können, war es auch, bis zu einem gewissen Grad pflanzenbasiert. Du kannst Butter hinzufügen und natürlich vegetarisch machen oder komplett vegan, das liegt bei dir. War auch sehr lecker und wir haben versucht, so viele lokale Gerichte wie möglich einzubauen. In der Schweiz haben wir das also. In vielen Ländern der Welt haben wir die Möglichkeit, Karotten zu bekommen, was ein preiswertes Produkt ist, das das ganze Jahr über erhältlich ist. Und sehr lecker und, wie wir wissen, in vielen Formen und Größen erhältlich. Und Karotten kommen nicht einfach aus dem Boden, ohne eine Begrüßung über die Oberfläche hinweg oder sonst etwas anderes, ohne Haut aus dem Boden. Oft werden sie ohne Grün verkauft. Aber ich kaufe sie gerne mit dem Grün daran. Effekt. Daran, und wir können das ganze Produkt verwenden, nicht nur den eigentlichen orangefarbenen Teil. Natürlich Karotten in verschiedenen Farben, aber sicherlich sind die orangefarbenen Karotten die Karotten, die wir für dieses spezielle Rezept verwendet haben. Und wir haben eine Karotte genommen, jede Form und Größe. Wir haben das Grün entfernt, aber das Grün beiseite gelegt. Dann schälen wir unsere Karotten. Und aus den Karottenschalen bekommt man eine schöne Wäsche. Und die Karottenschalen legen wir beiseite und lassen sie dann etwas trocknen. Dann geben wir ihnen etwas Maismehl und frittieren sie für eine Textur für die Garnitur. Und dann machen wir von den Greens ein einfaches Pesto aus ein paar lokalen Nüssen, was auch immer verfügbar ist. Es muss kein bestimmtes sein, spezifisches Thema sein. Wir sprechen über Pesto, nicht unbedingt Pinienkerne sein. Aber wir haben lokale Walnüsse, Haselnüsse und viele solcher Nüsse, die lokal wachsen. Wir können diese zusammen mit lokalen Käsesorten verwenden, nicht nur mit einem Käse von dir. In Teilen der Welt, in denen wir normalerweise keinen getrockneten Käse oder lokalen Käse kaufen würden, werden nicht wirklich harter Käse hergestellt. Und so machen lokale Öle ein schönes Pesto. Dann nehmen wir eine Karotte und kochen sie. Schneiden sie etwas kleiner in gerade genug Wasser. Wir werden es nicht in 4 bis 5 Litern Wasser kochen. Wir kochen es in gerade genug Wasser, das wir brauchen. Oder du kannst eine Gemüsebrühe verwenden, die du vielleicht schon verwendet hast oder aus den Gemüseresten aus früheren Lebensmitteln gemacht hast, oder einer Form hergestellt hast, die du selbst hergestellt hast. Wir werden eine Karotte kochen und dann die Garschicht aufbewahren. Und die Karotte ist naternweich, also machen wir daraus püriert. Wir können das mit anderen Zutaten wie Mehl und lokalem Käse mischen, daraus einen schönen Teig machen und schöne Gnocchis machen. Und dann vom Kochschnaps. Wir werden das reduzieren. Und am Ende können wir ein bisschen Butter hinzufügen. Am Ende, um es wie ein Beurre Blanc zu machen. Also haben wir nur noch einen Sirup übrig. Es ist wunderschön und süß, wunderschön und farbenfroh. Wir fügen eine Butterschale hinzu und natürlich kochen wir den Gnocchi auch in einem Teil des Kochschnaps. Und damit auch der Karottenkochschnaps. Verwenden Sie also den Karottenkochlikör zum Kochen, Gnocchi und etwas und reduzieren Sie etwas für unsere Soße. Raute 8 als Garnitur haben wir Gnocchi draufgelegt. Ich schaue es dir an, wenn du möchtest. Ansonsten lass es so, wie es ist, in der Schüssel mit dem wunderbaren Beurre Blanc, das aus all diesen Zutaten gemacht wird. Nährstoffe und Lebensmittel aus dem Kochen. Die Karotten selbst mit der Butter und natürlich noch ein bisschen mehr Käse garnieren.
von etwas mehr Käse. Garnieren. Etwas von dem herrlichen Pesto aus dem Karottenblatt der knusprigen Karottenschale obendrauf versehen, ist tatsächlich ein unglaublich leckeres, einfaches und nahrhaftes Gericht. Und das war ein Projekt von Sam, meiner Schüler. Nämlich dieses Zero-Waste-Rezept zu entwickeln und einige dieser Kriterien und Begriffe Nachhaltigkeit anzusprechen und anzukreuzen. Nachhaltigkeit, lokale Produkte zu verwenden, etwas, das jeder essen kann, etwas, das verfügbar ist. Und es war ein großer Erfolg. Wir kreieren tatsächlich eine ganze Reihe von Rezepten. So Simple Character zeigt, wie eine Zutat ein vollständiges Gericht mit praktisch keinem Abfall werden kann, indem wir jede Komponente kreativ nutzen. Und wir könnten gleichzeitig Wert, Geschmack und Nachhaltigkeit schaffen. Es ist also wieder eine Win-Win-Win-Win-Situation. Fast jede Zutat hat also ein zweites Leben. Wurde schon erwähnt, damit Brot schön werden kann. Croutons, Desserts und Gemüsebrühen werden kann, wie erwähnt wird, als Würzmittel geeignet. Wir können auch Obstschalen für Bonbonschalen verwenden, Kartoffelschalen für Chips verwenden. Wir können auch die Fleischreste für Würstchen verwenden, Fischgräten für Brühe, überreife Früchte für Marmeladen und Püree verwenden. Kaffeemalungen, die wir weltweit oft haben, sind absolut großartig in Raps für Fleisch und zum Braten von Fleisch. Und Marinatierprodukte und Hoffnungsstängel für angereicherte Öle und Pesto. Oft verwenden wir nur die Blätter der Kräuter für unsere Pestos und unsere Öle, aber die Stängel dieser speziellen Kräuter verleihen uns oft tatsächlich mehr Geschmack. Und dann bleibt noch der schöne Teil, die Kräuter, um unser Essen tatsächlich zu garnieren. Also, wie bereits erwähnt, haben wir die Trüffelmentalität erwähnt. Das ist tatsächlich nicht meine Idee und ich beanspruche es auch nicht. Das ist von einem guten Freund von mir, Wojciech Wieś, der Koch und Gründer von Surplus Foods ist. Volles Studio. Und er stellte uns das auf dem World Chefs Kongress vor und mir vorgestellt und ich war wie eine Offenbarung und wir reden alle darüber. Jede Zutat sorgfältig studieren. Würde er uns eine schöne Analogie für das Ganze geben? Das Konzept von Lebensmittelverschwendung und seine Denkweise ist es, die schwarze Trüffelmentalität. Und es ist, jede Zutat als selten zu behandeln. Und wertvolle Ware wie die weiße Trüffel, wie in diesem Fall eine schwarze Trüffel oder viele andere Dinge. Plane Menüs mit voller Produktnutzung, bevor die Vorbereitung beginnt, nicht erst nach Beginn des Trimmens. Du weißt schon, geplagt von den Karotten-Gnocchi. Geplagt bist? Hast du eine Idee, wie man alle Komponenten für etwas verwenden kann? Und entwirf Gerichte, bei denen Beschnitte zu Aromen werden, wie bereits erwähnt. Einige Beispiele, die zuvor auf der Folie gegeben wurden. Und respektiere die Ertragsverhältnisse. Wissen Sie genau, was wir brauchen? Was? Wie viel? Wie viel Lebensmittel wird uns dieses Produkt liefern, bevor wir bestellen oder bevor wir es aufbauen? Baue Kreativität um die Einschränkung herum, denn die Reste sind kein Abfall, sondern ein Potenzial, das man für ein anderes Gericht verwenden kann. Eine Nachricht: Konservierungstechniken zum Pökeln, Einlegen, Trocknen und Fermentieren, um Lebensdauer und Zweck zu verlängern und trainieren unsere Teams, den Gesamtwert der Zutaten zu betrachten, nicht nur an Prime-Schnitte, und uns immer wieder zu fragen, wohin geht der Rest dieser Zutat? Nicht jedes nachhaltige Gericht muss also als nachhaltig gekennzeichnet werden. Manchmal sind wir irgendwie. Wir sprechen immer darüber, wie ich schon erwähnt habe, heimliche Zutaten zu behalten. Das könnte dies sein. Schwarze Reiseeinstellung. Es ist wichtig, jede Zutat wie erwähnt zu behandeln, die eine wertvolle und teure Ware einleitet. Und schwarze Trüffel sind sehr teuer und wir lernen immer, wenn wir sie benutzen, nichts zu verschwenden. Aber wenn wir kaufen, vielleicht ein Jahr? Vielleicht 1000 Euro schwarzer Trüffel. Das ist vielleicht einfach. Und du bist sehr vorsichtig mit den übrig gebliebenen Resten. Aber wenn ich zurückdenke an eine. Wir behandeln die Karotte und die Reste der Karotte, sowie die Schäle der Karotten und das Grün der Karotte mit weniger Sorgfalt. Die Karotten haben wahrscheinlich konsumiert Zehntausende Kilo pro Jahr in bestimmten Betrieben. Und wenn man an die Kosten all der Beilagen und den Abfall all dieser Karotten denkt, im Vergleich zu 2 Kilo schwarzem Trüffel, und es ist nichts. Es ist riesig. Tatsächlich sind die Charaktertreffen riesig. Margen und enorme Kosten, die angegangen waren. Dass wir uns an unseren Lebensmittelabfall binden. Die schwarze Reisementalität dreht sich also nicht nur darum, sich um schwarze Trüffel zu kümmern, sondern darum, die Karotten wie schwarze Trüffel zu tauschen, weil man im Jahr so viele Karotten verwendet. Und das ist irgendwie der entscheidende Punkt. Ich habe kurz erwähnt, bevor ich Nachhaltigkeit durch Tarnung habe. Es ist also nicht nötig, unsere Gäste darauf hinzuweisen, mit dem Finger auf sie zu zeigen und ihnen vorzuwerfen, keine nachhaltigen Gerichte mitzunehmen, wenn wir die Gerichte zubereiten.
Außerdem wurde es manchmal als nachhaltig bezeichnet, aber manchmal ist der effektivste Ansatz einfach, zu schaffen. Ein Gericht auf der Speisekarte, durch verantwortungsvolle Praktiken. Hinter den Kulissen wäre die Wahl des Kochs die bevorzugte Option auf der Speisekarte. Menü. Wissen Sie. Laut einigen Recherchen, die wir behandelt haben, und davon wird es im Webinar 3 mit Shona Chalmers noch mehr geben. Aber es wird sicherlich nicht darauf hingewiesen, dass dies eine nachhaltige Entscheidung ist. Wahl ist. Das ist eine nachhaltige Entscheidung, die Ihre Gäste dazu zwingt, das Bedürfnis zu haben, dies zu essen. Denk anders darüber nach. Denk mal an diese Karotte. Gnocchi-Gericht, bei dem wir ein super nachhaltiges Gericht kreieren. Wir nennen es Chef's Choice. Macht von, ich weiß nicht, der verschobenen Person ihrer Küche und ihnen die Möglichkeit gibt, Teil des Betriebs zu sein und in das Ganze einzusteigen. Wisst, dass wir hier nicht allein drin stehen. Wir müssen Verantwortung teilen. Wir müssen Erfolg erfordern. Alle sitzen im selben Boot. Um effektive Kommunikation, kontinuierliche Schulungen und jede Rolle zu haben, eine Rolle zu spielen. Sie stecken alle auf irgendeiner Ebene gemeinsam drin. Und wir führen auch mit gutem Beispiel voran, indem wir Verantwortlichkeit schaffen und Teams als nachhaltige Praktiken stärken. Und wir haben zum Beispiel die alte Küchenbrigade. Wir hatten diesen klassischen Top-Down-Effekt und das Nein würde mit dem Koch streiten. Und der Sous-Chef ist sozusagen die nächste Person, Verantwortliche für die Küche, leitet. Und der Partychef leitet die Bereiche, Abteilungen, und wir machen einfach, was uns gesagt wird. Und es ist so eine Art altmodische Küchenbrigade. Aber ich denke, wir sehen jetzt viele verschiedene Küchengruppen in unserer Küche, was eine großartige Sache ist. Die moderne Küchenabteilung erlaubt viel Autonomie. Wir trainieren. Es kann doch nicht schlecht sein, unsere Ausbildung und unsere Köche so gut auszubilden, wie wir es sind, oder? Und indem du Vertrauen gibst, schenkt, Eigentum schenkt, Aufgaben übergibt. Was wir vor 150 Jahren in Betracht gezogen hätten, wäre eine geringere Rolle in der Küche. Wir ermutigen die Menschen, Teil des Essens zu sein. Evolution der Lebensmittelverschwendung und die neue Entwicklung der Küchenbrigade. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung, die wir weltweit sehen, dass wir diese klassische Musik nicht sehen. Die Brigade wird jetzt übernommen, aber wir verändern wirklich die Art und Weise, wie wir führen. Wir ändern die Rollen der Köche, die wir beschäftigt haben. Und das ist großartig, weil wir die Menschen dazu ermutigen, Teil der Zukunft und viel mehr Autonomie und viel mehr Möglichkeiten, selbst Veränderungen vorzunehmen. Das gilt natürlich für die Verwendung von Köchen als Blattwechselagenten, über die Essenszubereitung hinaus eingesetzt werden. Köche beeinflussen das Verhalten. Unsere Entscheidungen infizieren Mitarbeiter, Gäste, Lieferanten und Gemeinschaften. Diese Mischung ist ein sehr mächtiger Agent, ebenso wie unser Team. Also Messen von Lebensmittelabfällen. In der Praxis. Das machen wir auch oft in der Schule. Wir können damit beginnen, zu identifizieren, wo der Lebensmittelabfall auffällt, und Sie beobachten die Trends. Wir können realistische Ziele setzen und den Fortschritt feiern. Und das ist sozusagen die Struktur, die wir verwenden. Also ist das Ziel, uns zu verbessern, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, nicht bestimmte Parteien dafür verantwortlich zu machen. So können wir Lebensmittel am Tellerabfall oder am Ausschnitt messen, wie bei diesen KPIs erwähnt. Wichtige Leistungsindikatoren. Und wir können den Verlust und die Belohnung der Vorbereitung überwachen, und natürlich können wir das. Feiern Sie, dass wir weniger als regelmäßig reduzieren. Oft wollen wir auch weniger Lebensmittel verschwenden. Wir zahlen auch dafür, dass unser Abfall entsorgt wird, sodass die Kosten beim Kauf von Lebensmitteln nie aufhören. Einige der Zutaten vom Schnitt verschwenden. Dann kommt es in den Mülleimer. Jemand musste es schneiden. Und dann landet es in die Tonne und jemand muss für den Müll bezahlen, damit der Müll weggebracht wurde. Indem man all diese Dinge reduziert. Wir senken enorm die Kosten und auch natürlich die Bedeutung der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Ich habe diese Koordinate gesehen. Ich dachte, es wäre unglaublich bewegend und reduziert Lebensmittelverschwendung. Es ist eine köstliche Artikel, um Geld zu sparen, die Welt ernähren. Und Protecting the Planet von Tristan Stewart. Und ich finde, es ist eine wunderbare Möglichkeit, das zusammenzufassen, was wir teilen wollen, was wir erklären wollen. Es gibt natürlich eine kleine Verbindung dazwischen. Lebensmittelverschwendung und Ernährungssicherheit. Je weniger Lebensmittelverschwendung es ist, die Ernährungssicherheit zu verbessern. Und die Ernährungssicherheit ist nicht nur ein Thema, das in bestimmten Teilen der Welt stattfindet, sondern in allen Teilen der Welt. Wir alle haben von unseren Tafeln gehört und von der Notwendigkeit, dass Menschen zum Beispiel Tafeln nutzen müssen, also die Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Es gibt einen direkten Zusammenhang zur Ernährungssicherheit.
Jedes gesparte Kilo steht für erhaltene Ressourcen und Nahrung, Lebensmittel, die den Menschen zur Verfügung gestellt werden, statt auf der Deponie. Dies wird eine wichtige Rolle spielen, dass eine der Folien zuvor erwähnt wurde. Diese Bevölkerung ist bis 2025 gestiegen. Also bis 2035. Egal welches Jahr 2050, Entschuldigung, was ich vorhin erwähnt habe, was natürlich entstehen wird. Ein paar Milliarden mehr Menschen auf dem Planeten. Deshalb wird die Ernährungssicherheit ein großes Thema für die Zukunft sein, mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Und nachhaltige Praxis für jede Küche. Nachhaltigkeit ist nicht exklusiven Fine-Dining-Restaurants vorbehalten. Wissen Sie, dass dies jede Küche ist, unabhängig von Größe, Budget oder Servicestil. Es ist eine Gelegenheit, durch verantwortungsbewusstes Handeln einen positiven Einfluss zu nehmen und jede kleine Veränderung macht einen enormen Unterschied. Es gibt also einige wichtige Erkenntnisse daraus. Das heutige Nachmittagswebinar und heute Nachmittag natürlich hier in Mitteleuropa, aber natürlich sind wir überall auf der Welt zu verschiedenen Tageszeiten online. Also die zentrale Botschaft für heute, nehme ich an, dass Nachhaltigkeit praktisch ist. Es ist machbar, es ist vorteilhaft. Abfallreduzierung verbessert die Effizienz, senkt Kosten und hat positive Umweltauswirkungen. Keine dieser Arbeiten findet überhaupt statt. Natürlich. Food Choice for Life Team und seine Partner zeigen den Wert der Zusammenarbeit beim Aufbau nachhaltigerer Lebensmittelsysteme weltweit. Und wenn du Kontakt aufnehmen möchtest und welche hast, führen Sie weiterhin Gespräche. Führen möchten, Zusammenarbeit und erfahre mehr über das Food Choice for Life Projekt und fühl dich frei. Und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und uns über die Details, die Sie erhalten, zu kontaktieren. Und natürlich sind das unsere Partner als Teil von Futures for Life. UFIC Wilchefs University of Two, circa. Der UFIC Wiltshire ist natürlich ein mitbegründetes Projekt der Europäischen Union. Und ich möchte mich einfach für eure Zeit bedanken. Danke euch allen für eure Leidenschaft. Vielen Dank für euer Engagement für unseren Beruf. Gemeinsam haben wir die Kraft, Abfall zu reduzieren, Lebensmittelsysteme zu verbessern und eine viel nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen. Das ist auf jeden Fall. Deshalb möchte ich euch noch ein paar abschließende Gedanken abschließen. Im heutigen Webinar zeigt schon, dass Nachhaltigkeit nicht mehr bedeutet. Es geht darum, Dinge anders zu machen, reduzieren. Unsere Lebensmittelverschwendung schafft stärkere Küchen, gesündere Unternehmen und eine bessere Nutzung unserer wertvollen Nahrungsmittelressourcen. Und in unserem letzten Webinar nehmen wir der nächste Schritt darüber hinaus. The Kitchen wird untersuchen, wie Köche die Entscheidungen beeinflussen können. Dass die Gäste durch ihr Menüdesign die Front-of-House-Interaktion übernehmen. Einfache Verhaltensimpulse, die klimakluges Essen inspirieren, weil unsere Wirkung hört nicht auf, wenn das Essen die Vergangenheit verlässt. Vergesst also nicht, nächste Woche am 20. Juli mit Shauna Chalmers zu besuchen, das dem Gast gegenübersteht, und der Einfluss auf die Wirkung. Also vielen Dank und auch vielen Dank an Alex für ihre sehr wichtigen Inhalte und ihren Einfluss. Und ich sehe, dass der Webinar-Chat verrückt läuft. Es ist verrückt geworden ist, um eine Isla zu rufen, um zu mir zu kommen, um zu beurteilen, wo wir einige Fragen beantworten können. Ja, danke, schon. Es sind viele Fragen. Wahrscheinlich werden wir nicht alles beantworten können. Deshalb suche ich mir ein paar sehr interessante Kommentare aus. Ich werde es dir wahrscheinlich danach erzählen. Wir haben jemanden, der sagt, wie wir das angehen können, weil du von der Wiederverwendung von, ich mag den Ausdruck, sprichst, dass es für jedes Lebensmittel ein zweites Leben gibt. Es gibt also einige Leute, die kommentieren, dass man heute, in der heutigen Welt, zum Beispiel im Dezember Wassermelone finden kann oder ähnliches. Und dann fragt sich jemand, wie wir das Vorhandensein von Giftstoffen oder Düngern im Organ ohne organische Früchte angehen können. Wenn wir das Äußere mögen, wenn wir einen äußeren Teil verwenden müssen, ja, denk nach. Finde, es ist wichtig, das kennenzulernen. Ich habe schon erwähnt, lerne deine Lieferanten kennen, lerne die Leute kennen, die dein Essen produzieren. Und dann kann man sehen, das Essen tragen und wann sie es produzieren, sodass dieses Produkt ein saisonales Produkt ist. Es ist ein lokales Produkt. Und man kann sehen, wie sie die Tiere aufziehen oder wie sie die Lebensmittel kultivieren, die sie kaufen und in ihrem Betrieb verwenden. Und so hilft man sozusagen bei der Kontrolle. Oder zumindest C. Falls es irgendwelche unerwünschten Praktiken gibt, die auf den Anbau und die Kultivierung dieser Zutaten zurückzuführen sein könnten oder nicht.
Warte. Also gibt es im Grunde eine Frage, wie wir die Wassermelonenschale verwenden können? Ich glaube, du hast schon einige Beispiele genannt. Wir haben das zu einer Art Marmelade gemacht. Verwandelt, aber ich möchte, da du der Koch bist, vielleicht ein paar praktische Ideen haben. Ja, ich meine, die Wassermelonenschale ist eigentlich das. Ich meine, es gibt Wassermelonen, die gerade in der Saison sind, oder? Neulich habe ich tatsächlich selbst etwas davon gegessen und die Wassermelone. Die Schale, die Wassermelone, die wir gegessen haben, waren absolut köstlich. Pressen Sie die Limette oben drauf. Und dann verwenden wir die Limettenschale zum Einbrennen. Mischen Sie mit etwas Salz zusammen, um mit Salz eine schöne Würzung zu erzielen. Schönes Limettenaroma zu bekommen. Und die Wassermelonenschale schneiden wir und machen ein Chutney. Als Chutney ist es tatsächlich sehr schön, weil es ziemlich fest bleibt. Und mit der Zugabe anderer Zutaten ist es tatsächlich wirklich erfrischend. Es hat so etwas wie ein gurkenartiges Aroma und kann als herzhaftes Aroma gegessen werden, nicht nur als Süßkartoffelgang. Ich habe noch ein anderes Sprichwort. Ich verstehe die Notwendigkeit, nachhaltiger zu werden. Aber wenn es nicht mehr nachhaltig wird, wie sieht dann die Grenze aus? Zum Beispiel könnte die Umwandlung von Abfällen in etwas anderes mehr Energie und mehr Wasser erfordern. Sollte Nachhaltigkeit also nicht auch die Energiekosten verstehen? Absolut. Und so gut es geht, versuchen wir es. Verwenden Sie das gesamte Produkt und nur kaufen und nur Lebensmittel aus dem erschaffen, was wir brauchen. Und ich denke, wir können argumentieren, dass wir es können, einführen können, richtig? Wir müssen sehen, welche Umweltauswirkungen und Kosten das Verwerfen eines Produkts sind, entsorgt, anstatt einen Teil seiner restlichen Haut zu verwenden. Ich denke, ob es anmaßend ist, würde ich denken, dass die Nutzung des gesamten Produkts ziemlich vorteilhaft ist, aber anstatt es wegzuwerfen und ein anderes Produkt zu verwenden. Aber ja, natürlich gibt es Energiekosten und Energieverbrauchsfaktoren, die mit der Verwendung der Schälungen verbunden sind, wenn man die Peelings von etwas nach der Verwendung des Kernprodukts verwendet. Aber ich denke, das kann das Gericht verbessern und letztlich Lebensmittelabfälle reduzieren. Es gibt einen Kommentar über einen Koch, der sagte, dass Luzerne verwenden Werkzeuge, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wie wir zum Beispiel wissen, dass einer unserer Partner immer noch ein herausforderndes Thema bleibt. Also ja, sie haben einfach einen langen Kommentar geschrieben und wollen deine Meinung wissen. Zum Beispiel, welche Strategien die effektivsten sind, um das Verhalten der Gäste zu beeinflussen und den Verschwendung in Buffet zu reduzieren. Weil jeder alles ausprobieren will. Ja, das Frühstücksbuffet ist ein großes Thema. Ich würde gerne. Ich habe früher in Hotels gearbeitet. Früher habe ich es auch gemocht, so viel wie möglich im à la carte Frühstück zu servieren. Die Leute können von der Speisekarte bestellen und kommen dann gezielt zu deiner Speisekarte an deinen Tisch. Und das erfordert ein bisschen mehr Arbeit. Es erfordert etwas mehr Organisation und Kreativität, aber anstatt dieses riesige Buffet zu haben, das immer voll sein muss und das niemand essen wird, werden wir eine Art à la carte für unsere Gäste einführen, wenn sie aus der Küche bestellen. Oder wir könnten auch die Möglichkeit haben, einige der Produkte zu verpacken, denn oft nehmen die Gäste geheime Sandwiches vom Frühstücksbuffet zum Mittagessen mit, richtig? Wir haben also die Gelegenheit, wenn du etwas mitnehmen möchtest, bitte nehmen Sie etwas und konsumieren Sie es. Ich werde es mir anschauen und dem Personal erlauben, das ebenfalls zu tun. Anstelle von Abfälleprodukten. Aber auch einige der Brotprodukte und so weiter, die mit Buffets verbunden sind, können für viele Zwecke genutzt werden. Ich habe die Semmelbrösel und Desserts, Brotpudding und so etwas erwähnt, das man machen kann. Also ist Brot tatsächlich eine Art Bier, das man daraus machen kann. Brot kann tatsächlich ziemlich oft verwendet werden, ebenso Käse, Fleisch und Dinge wie Füllungen und Füllungen. Ja, es gibt also ein paar Dinge, die wir nutzen können. Wir sollten kreativ sein, denke ich, ja. Wenn wir über vegan sprechen, können wir dann automatisch sagen, dass vegan nachhaltiger ist als die anderen Küchen? Wie ist dein Ansatz? Es kommt darauf an, um welches Produkt es sich handelt. Natürlich gibt es, wenn wir es verwenden wollen, viele Lebensmittel, die hergestellt werden aus verschiedenen Produkten. Von Erbsenproteinen, von Jackfruits, die zu fleischähnlichen Produkten verarbeitet werden. Es gibt heute viele Produkte in Supermärkten, die es sind. Sie sind so gestaltet, dass sie wie Fleischprodukte wie Burger und Würstchen aussehen, obwohl sie pflanzlich sind. Ich denke, wenn wir uns nur auf die Benutzung konzentrieren, Produkt als Zutat und als Zutat zu verwenden, wir damit ein Gericht zubereiten, ohne diese Komponenten zu integrieren, denke ich, dass wir es tun. Das ist für mich sozusagen die wahre vegane Küche. Ja, es gibt einen Kommentar. Es ist sehr interessant, weil es das internationale Umfeld nährt. Wir sind da. Wer sagt was über die weißen Teile der Wassermelone? Die meisten werfen es weg. Sogar die bescheidene Bananenschale ergibt eine köstliche Beilage, die in vielen Ländern Afrikas und Indiens zubereitet wird. Interessant. Okay, ja.
Und ja, das Gewicht der Wassermelone ist tatsächlich wunderschön. Schäle den Gemüseschäler und gib ihn einfach als Ersatz für Gurken in einen Salat. Aus dem Chutney oder Curry wird im Chat erwähnt, was ich auch schon früher gemacht habe. Es ist eine schöne Konsistenz. Und die Wassermelone zum Nachtisch. Du hast eine Wassermelone? Ja, Pickles. Gurken. Alles in Ordnung? Wir sind fast da. Es gibt zwar noch mehr Fragen, aber manche sind ziemlich lang oder einfach Kommentare von Köchen. Vielen Dank, dass du all deine Rückmeldungen geteilt hast. Ich weiß nicht, ob Alexander dazu etwas gesagt hat, die er in die Diskussion einbringen möchte, da er heute bei uns ist. Ich fand es sehr interessant, dich zu hören. Sean und ich hörten uns die Antworten auf die Fragen an, denen ich vollkommen zustimme, und ich mag die Ideen mit der Wassermelone. Ich mag auch die Idee im Chat mit dem Wassermelonenschalen-Curry, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ich schätze, es schmeckt oder ich bekomme gerne ein Rezept dafür. Versuche es zu kochen. Ja. Ich schätze, Chef Sean ist eher Koch wie ich momentan. Mehr Koch als ich. Außerdem weiß er im Grunde schon, wie man viel Haut benutzen kann, aber für mich ist das immer sehr wichtig. Wenn man erhöhte Stoffe oder ähnliches verwendet oder schneidet, schafft man wirklich einen Wert, und nicht nur, um etwas zu produzieren, das man am Ende wegwirft. Es braucht, wie du schon gesagt hast, viel mehr Ressourcen, oder so stimme ich allem vollkommen zu. Und beim Frühstücksbuffet ist es immer ziemlich interessant, die Pause des Frühstücksbuffets für eine bestimmte Zeit zu messen, um zu sehen, was wirklich übrig ist, oder schlimmer auf dem Frühstücksbuffet, denn meistens ist es immer das Brot und ebenso das Rührei, das Backen und all das heiße Zeug. Du brauchst also im Grunde ein wirklich gutes Konzept, wenn du dein Buffet nachfüllst. Mit welchen Behältern du das Buffet zu bestimmten Zeiten auffüllst oder wie du die Größe des Buffets verkürzen kannst, Ende des Services verkleinern kannst. Aber es muss am Ende auch wie ein vollständiges Buffet aussehen. Außerdem müssen beide Komponenten nur etwas weniger vorhanden sein und am Ende funktioniert das sehr gut. Super. Danke für dein Feedback. Ich weiß nicht, Sean, wenn du ein paar abschließende Bemerkungen oder ein paar letzte Worte machen willst. Nein. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, wie wichtig es ist, warum wir das Webinar gemacht haben, und ja, zusammenarbeiten. Helft euch gegenseitig. Unterstützt euch, stellt Fragen, und wir sind für euch da. Du bist für uns hier. Und so funktioniert es. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig bei diesem Ziel helfen, den Lebensmittelabfall, den wir sehen, so weit wie möglich zu reduzieren. Auf jeden Fall. Ich werde in der Zwischenzeit einfach eure beiden LinkedIns im Chat teilen. Wir treffen uns in einer Woche. Wir werden Shauna für die 3. Folge des Zyklus begleiten. Zusammen sein. Ich schicke euch allen die Zertifikate. Heute waren etwa 170 Leute bei uns in Zoom dabei. Und die meisten mehr auf Facebook. Wir werden uns also sehr, sehr bald treffen. Nur eine Woche Zeit, diesen schönen Zyklus abzuschließen. Und ja, vielen Dank an alle, dass ihr mitgemacht habt. Wir hoffen auf dich. Aus dem Chat zu urteilen. Die Bewertung sehr gut zu sein. Daher freuen wir uns und sehen uns bald mit unserem 3. Redner, von dem die meisten sehr gut sind, von Nachhaltigkeit weltweit Schaffner Chalmers. Tschüss.